Auch in der Europa League biegen wir ein auf die Zielgerade der Ligaphase. Wir haben noch 3 Spiele mit dem heute inbegriffen. Ferencvárosi TZ. Nee, C, nicht TZ, TC. Ferencváros Budapest auf jeden Fall. Fast Tabellennachbarn, die sind 16. Wir sind 14. Wir könnten, wenn die anderen mitspielen, uns heute zumindest die Playoffs schon mal sichern. Was sensationell wäre. Schon allein, dass wir in der Europa League spielen, ist ein Wahnsinn. Da geht man schön über das Europa League Banner drüber. Heute wieder mit der gewohnten 11. Ja, das Stammmittelfeld, die Stamminnenverteidigung spielt wieder. Anders als gegen den VfB, da haben wir uns leider in den letzten 10 Minuten den Schneid so ein bisschen abkaufen lassen. Haben aus einer Führung leider noch einen Rückstand gemacht und dann am Ende die 2-1-Niederlage. Das war sehr, sehr ungünstig, hätte nicht sein müssen. Jetzt aber mit neuem Schwung, mit neuem Mut geht es hier gegen Ferencváros und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das Spiel hier heute auch gewinnen. Und dann eventuell schon mal den Platz in den Playoffs sicher haben. Listisch! Der hat ja mal da gespielt bei Ferencváros, ne? Und ist auch Ungar, also von daher gegen seinen Ex-Club, gegen seine Heimat. Das bietet sich doch heute an, mal ein Tor zu schießen, oder? Bin ich ganz für. Was sagt ihr? Würde ich auch sagen. Ich befürchte, das wird so ein Spiel wie gegen AZ Alkmaar. Wird ein sehr, sehr großes Geduldsspiel. Aber wenn wir erstmal 1 in Führung gehen, glaube ich, dann ist das so der Dosenöffner. Wanner kann das. Schade, aber auch weit vorbei. Klar, dem gelingt auch nicht alles, aber man hat jemanden, der sowas auch im Repertoire hat. Auch mal so einen Schuss mit der Seite rauszuhauen aus 17, 18 Metern. Und dann haben wir auch Remek wieder. Man merkt halt einfach, ja, ob Remek und Castañeda spielen oder Kovacevic und Stankovic, die sind halt auch noch nicht so weit, die Youngsters. Das ist doch völlig logisch. Jongva kommt. Schöner Ball aufs kurze Eck. Und die Ecke. Also wir machen gleich wieder Druck. Wir sind gut drin im Spiel. Früh belohnen, würde ich sagen. Gute Ecke. Chavez ist da. Da kommt Ishii, wenn er den Ball verlängert kriegt, auf Jongva. Ja. Nee, Wanner ist im Abseits. Das geht nicht. Jetzt bist du nicht im Abseits. Da ist nochmal Wanner. Da sind jetzt wieder 3 Mann. Wo willst du hin? Ja, Castañeda macht's alleine. Warum nicht? Läuft durch. Keiner greift ihn an. Und wieder Dibusch. Der Captain, der bislang am meisten zu tun hat. Der Spieler des Spiels bislang der Keeper. Da weiß man schon, wie das Spiel des Gegners läuft. Aber wir müssen uns belohnen. Chavez mit dem Kopfball. Ja, auch wieder 10 Meter vorbei. Aber ist auch ein Stabilisator für die Innenverteidigung. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ein guter Transfer im Nachhinein. Und mal gucken, im Winter brauchen wir dann eventuell, je nachdem wie viel Geld wir haben. Ich befürchte, es wird wieder nur für Laien reichen. Aber für ein halbes Jahr wäre ja okay. Schauen wir dann mal. So, nächster Ballgewinn Castañeda. Oh, zu lange braucht. Nächster Ball auf die Außen. Poso, das war auch zu leicht. Zu leicht. Aber Remek ist da und verteidigt. Aber dann sind die Bälle zu schnell weg. Wir gewinnen die Bälle zwar, das ist gut, aber... Oh nee, bitte kein Eckball, doch, Eckball. Wir verlieren die Bälle, dann holen wir uns die eigentlich wieder zurück und dann brauchen wir wieder zu lange. Auch ganz, ganz typisches Bild. Oh, Achtung, da geht keiner ran. Ja, doch, Jongva ist da, aber wir kriegen den nicht verteidigt. Wir hauen uns den gleich wieder selber ran, weil ich den auch wieder hinten rausspielen will. Das ist halt leider in meinem Naturell drinne. Aber macht ja auch Sinn, habe ich euch ja schon häufiger bewiesen in der Karriere. So, jetzt der Gegenangriff. Aus dem Eckball der Ungarn wird vielleicht die Führung jetzt. Jongva, gute Flanke. Nein! Aber da steht doch keiner. Warum denn in den Rücken? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Na gut, Ferry. Jongva, kein Abseits. Wanner hinten, der kann auch Kopfball. Der kann auch Kopfball. Aufsetzer. Und der nächste Eckball. Also es ist gerade eine wilde Phase. Es geht hin und her. Chancen auf beiden Seiten. Oder Aktion. Ja, Chancen hatten die ja noch nicht. Aber wir zu häufen. Ah, der war zu weit abgerutscht. Deswegen sage ich ja, Geduld brauchst du heute. Wenn ich ja 1-0 gewinne, Tor in der 88. oder 90. ist mir sowas von Wumpe. Das zählen die 3 Punkte hier in der Ligaphase. Und dann hoffentlich mit einem Playoff-Platz. Dann könnten wir auch eventuell rotieren. Ja, wobei es kommt ja auf jeden Platz an. Ne? Ich meine, je höher du stehst, desto besser. Ja, und desto vermeintlich leichtere Gegner kriegst du. Aber für uns gibt es eigentlich nie leichte Gegner. Jeder Gegner ist schwer. Weil wir nun mal Preußen Münster sind. Und eigentlich kein normaler Aufsteiger. Der etwas andere Aufsteiger. Das wäre so ein Titel für eine Fernsehserie.
Ja, wenn ich das Ganze hier verfilmen müsste. Listesch, nächste Chance. Und Dibusch zum x-ten Mal jetzt schon. Nach 32 Minuten. Und auch Wanner zum x-ten Mal. Komm, irgendwann muss doch mal wieder ein Tor an der Ecke passieren. Jetzt vielleicht, Chavez. Ja, diesmal hält er den Ball im Spiel drin. War ein großer Fehler. Jong war wieder abgeblockt. Kein Abseits. Oh, der Ball ist wieder zu lang in der Luft. Listesch. Es fehlt nicht viel. Das sieht gut aus. Auch die Flanken, die kommen ganz okay, aber finden halt dann immer die falschen Abnehmer. Da hätte ich mir zum Beispiel wieder Ferry gewünscht. Aber ihr seht ansonsten, oh, sind die so ungefährlich, wollte ich gerade sagen. Wir bringen sie wieder ins Spiel zurück. Saldana, aufgepasst, die Chance für die Ungarn. Und die erste Chance sitzt. Die erste richtige Chance führt wieder zum 1:0. Das ist so ganz, ganz typisch. Ey, das gibt es nicht. Wir haben den Ball eigentlich schon gewonnen. Ich weiß gar nicht, was Ishii da gemacht hat auf der Außenbahn. Dann ist er frei und dann, ja, zu viel Platz. Und dann kann Sinamoi da auch nichts mehr machen. Da kann er noch so schnell rausgesprintet kommen. Zachjasen oder wie er heißt. Der spielt nie wieder. Das ist wahrscheinlich sein einziges Spiel bislang, das er macht. Christopher Zachariasen. Zachariasen. Ja, so schnell geht's halt auch, ne? Der Wettbewerb ist ganz eiskalt, der bestraft einfach Fehler gnadenlos. Und wenn du halt vorne die Chance nicht machst, dann sieht es halt so aus, wie es jetzt ausschaut. Aber wir schlagen zurück mit Wanner. Ja, Münster gegen Dibusch. Bislang der Ungar im Tor ist Sieger. Und irgendwann muss doch mal der Ausgleich fallen. Das gibt nicht. Das ist jetzt die dritte Ecke und der dritte Kopfball, der weit am Tor vorbeigegangen wäre. Remberg ist da gerade noch rangekommen, aber das geht nicht. 4-2-3-1. Wir stellen mal die Formation wieder um. Vielleicht muss es das, ja, altbewährte Material sein. Schön kompaktes Mittelfeld. Vorne mit 3 ZOMs, dann hinter einem Stürmer. Und wir sind nach wie vor hellwach in der Verteidigung. Das 1:0, wie gesagt, das war wieder ganz, ganz typisch, aber wir sind da. Jong war jetzt mal eine bessere Flanke. Ferry ist da. Ferry, aber er geht nicht hin. Das zum Beispiel auch. Jungs, geht doch zum Ball hin und dann habt ihr die Chance auf den Kopfball. Aber nicht einfach nur dastehen und nichts machen. Das nervt mich auch so hart, wenn ich eigentlich weiß, dass sie es besser machen können, aber sie machen es einfach nicht. Listesch, nächste Chance. Hat viel zu viel Platz. Das war jetzt so ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung. Jetzt kommt nochmal Ferencvaros. Achtung, Saldana. Da war nicht durch, kommt da auch nicht durch. Jetzt behindern wir uns da gegenseitig. Also zum Ende hin ein bisschen unglücklich. Ja, das Gegentor. Boah, wenn ich mir das nochmal angucke. Ja, darf nie fallen. Nie. Schaut euch die Stats an. Die haben wahrscheinlich einen XG-Wert von unter 1, nee, 1,2. Wir haben 2,6. Aber wir machen halt zu wenig draus. Wir schießen von Weitem auf den Keeper. Aber das ist nichts richtig Zwingendes. Das ist nichts wirklich richtig Zwingendes, aber jetzt haben wir die Chance. Vielleicht direkt nach der Halbzeit. Wagner muss hinterlaufen und Ferry muss direkt wieder in die Mitte. Ich warte extra. Lauf, 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 lauf. Wo ist er? Wo ist er? Ja, da ist er nicht. Da ist Listesch. Aber er muss diesen direkten Weg einfach machen. Direkt in den Strafraum. Der ist ja groß gewachsen. Und die Ungarn kommen wieder. Saldana, Achtung, das ist die zweite Chance. Saldana, das ist die dritte Chance. Achtung, wieder Zachariasen. Zachariasen, keine Ahnung, der Typ nervt mich jetzt schon alleine wegen seinem Namen. Oh, der geht da durch, das kann nicht sein, das ist schülermäßig verteidigt. Also wie in der Kreisklasse, da stehen alle rum, 2, 3 Mann, wir werden als Slalomstangen ausgespielt. Das kann nicht sein hier. Guck mal, 2, 3 Mann machen nichts, stehen einfach da. Und Zachariasen, ey, den Namen, den werde ich mir auf den Arm tätowieren später, keine Ahnung. Ah, die haben 2 Chancen. For real, die haben 2 Chancen und machen 2 Tore. Und dann noch der Typ, ey, wirklich. Ja, das ist das Gnadenlose hier in der Europa League. Da wird jeder Fehler wird eiskalt bestraft, wenn du die Dinger vorne selber nicht machst. Selber schuld. Wirklich, selber schuld. Und wenn wir dann hinten so bodenlos verteidigen, wenn da niemand mal von alleine drauf geht, wenn die machen dürfen, was sie wollen. Jetzt brauchen wir ein Wunder. Listesch fängt vielleicht damit an und wieder Dibusch. Immer wieder Dibusch.
Nicht zu fassen. So, jetzt mal ein Rechtsfuß. Komm. Jetzt hat es Polvana schon oft probiert. Die Ecke kommt nicht gut. Aber Kastan, jeder kommt ran. Latte. Merkwürdige Flugbahn. Flugkurve. Merkwürdige Flugkurve. Und er geht dann halt auf die Latte, ne, in so einem Spiel. Hätte sich auch reinsenken können über den Keeper drüber. Aber wir sind jetzt da. Nächste Chance. Lisesh alleine gegen alle. Der muss jetzt rein. Gibt's nicht. Der war schon im Netz. Das Netz hat schon gewackelt. Leider von außen. Aber ihr seht, vielleicht lässt jetzt die Kraft nach bei den Ungarn und vielleicht schlägt jetzt unsere Zeit. Vielleicht ist das jetzt hier unsere Phase, wo wir die Aufholjagd starten. Die stehen nur hinten drin. Das ist Wahnsinn. Die stehen hinten drin. Aber wir machen halt auch nichts. Das ist zu ungefährlich. Jetzt Jongwa, Lisesh und jetzt aber rein. Komm ins kurze Eck. Und wieder abgefälscht. Wahrscheinlich ein Spiel, wo wir noch 3 Stunden spielen können. Wir würden den Ball nicht ins Tor kriegen. Aber Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, Jongwa. Nächste Chance. Guter Eckball, halbwegs gut. Remberg. Und wieder geklärt. Achtung, Ishii, Wagner. Chavez, Jongwa ist außen. Ja, viel Platz. Aber es ist halt niemand in der Mitte. Und dann setzt er sich auch da leider nicht durch. So, ich stelle nochmal um. 4-3-2-1. Mal gucken. Das habe ich noch im Repertoire. Ansonsten eine Dreierkette. Aber die möchte ich eigentlich gar nicht machen, weil ich möchte das jetzt noch so irgendwie schaffen. Aber Abu Fani kommt gegen Poso. Pass auf, die dritte Chance. Weil wir wieder nicht in Zweikampf kommen. Doch. Ishii ist da. Ich habe so ab und an mal kleine Lecks hier. Kann das sein? Warum auch immer? Ich spiele ja gar nicht online. So, Lisesh einer vorne. Oder wie? Lisesh einer vorne. Dafür hier Rogov. Ja, vorne muss ich Krodowski reinbringen. Die sind schon wieder alle am Arsch hier. Das gibt's gar nicht. Hier Hekimoglu dahin. Ja, ist eigentlich auch falsch. Egal. Ich muss jetzt alles probieren. Ich muss alles probieren. Alles in eine Waagschale legen. Und hier irgendwie wieder ins Spiel kommen. Mal das 2-1 machen und dann sieht es ja auch schon wieder ein bisschen besser aus. Aber, oh, Achtung, die Ungarn. Guck dir das an, wie sich die da durchbaggen. Wahnsinn, wie viel Glück die haben. Ishii kommt auch nicht in Zweikampf rein. Nächste Chance. Der Ball ist jedes Mal bei denen. Guckt euch das an. Wir werden gleich wieder ein Gegentor fangen. 100%ig. Das kann nicht sein, ey. Wie wir den Ball da einfach nicht wegkriegen. So, Hekimoglu. Lisesh, wie schnell kriegen wir das umgeschaltet? Oh, nicht gut gespielt. Nicht gut gespielt. Wanner. Krodowski. Oh, was ist das denn für ein Ball gewesen? Na, hat er Glück gehabt. Wagner auf der Außen gegen Marikis. Hekimoglu. So, wo ist Krodowski? Da ist Krodowski. Wir brauchen jetzt mal irgendwie so eine Initialzündung. Abgeblockt. Wir laufen an. Wir haben Chancen. Wir kreieren die. Nicht zwingend. Nichts Gefährliches für einen Keeper. Vor allem die Ecken auch nicht. Weißt du, die sind auch so ungefährlich. Chavez wäre jetzt mal rangekommen. Nächste Chance. Chavez ist da. Und jetzt ist es passiert. Und nimm den Ball mit. Arthur Chavez, wenn es unsere Stürmer schon nicht hinkriegen, dann muss es der Innenverteidiger machen. Es ist noch nicht zu spät. Ich glaube 73., 74. Schön gemacht. Ey, eine Drehung gut mitgenommen und dann mit rechts. Ich glaube, es ist ein schwächerer Rechter sogar. Ja, das passt halt auch zu dem Spiel. Der konnte nur so reingehen. Mit dem schwächeren Fuß seines Innenverteidigers. Ja, 78. Gut, war doch leider schon 5 Minuten weiter. Aber auch die Zeit reicht noch. Das reicht locker, um das Spiel noch komplett zu drehen. Und wir haben das Momentum jetzt auf unserer Seite. Wir haben Krodowski, frischer Mann und er ist vorne. Krodowski macht da vielleicht den Ausgleich. Krodowski. Und weiter geht's. Chance lebt noch. Wanner, komm, von dem erwarte ich jetzt auch ein bisschen mehr. Alle nochmal 1, 2 Gänge zulegen jetzt hier. Noch 10 Minuten. Wenigstens Remis. Also verlieren möchte ich hier nicht. Remis wäre okay nach dem Rückstand, aber verlieren, das wäre... Ja, wäre einfach wieder bitter. Das ist genauso wie gegen den VfB. Das hätte auch nicht unbedingt sein müssen, aber am Ende waren wir halt auch selber schuld. Nächste Chance, Krodowski. Oh, was ist das denn für ein Ball? Junge, ey, mach mal mit Gefühl. Die hauen sich da die Bälle um die Ohren. Ey, Jungs, ihr spielt zusammen und nicht gegeneinander. Unfassbar. So, und jetzt kommt Ferencváros über Saldana und macht das 3-1. Weil die es einfach besser ausspielen wahrscheinlich. Saldana, ne, der geht nicht jetzt wirklich zur Ecke. Zachariasen, Achtung, Sinamoy. Sinamoy zum zweiten, der Ausflug klappt.
Und jetzt geht's nach vorne. Die letzte Aktion wahrscheinlich. Letzte Minute läuft. Über Wagner und über Listesch. Und Wagner hat die ganze linke Seite. Geht alle in die Mitte. Braucht ja außen nicht stehen. Listesch. Listesch mit der Chance. Jetzt dreht er sich. Listesch. Falsche Entscheidung. Ich wollte erst wieder in die Mitte, aber dann war Godowski wieder gedeckt. Und dann wäre der eh nicht angekommen. Wir treffen leider momentan in... Oh, jetzt gibt es das dritte Tor. Nee. Ben Romdane kommt nicht ran. Aber trotzdem, die nächste Niederlage. Wieder 2-1. Diesmal auswärts, diesmal in der Europa League. Wir treffen zurzeit einfach leider die falsche Entscheidung. Vorne, hinten in der Abwehr hauen wir uns die Dinger wieder selber rein. Und so kannst du einfach leider keine Spiele gewinnen. Auch nicht in der Europa League. Ja, das Absurde ist halt wieder, dass wir auch kein schlechtes Spiel gemacht haben. Also laut den Stats, wir haben 20 Schüsse gehabt. Ein XG-Wert von 4,1. Die anderen hatten 3,1. Ja, haben halt 2 Tore gemacht und wir haben halt nur 1 gemacht. Wir hatten viele Chancen. Ja, teilweise auch einfach zu viele Schüsse von Weiten. Und wir treffen halt auch zurzeit die falschen Entscheidungen. Ja, also vorne ganz oft, wenn du hättest spielen müssen, machen wir es alleine. Ach nein, jetzt habe ich die falsche Antwort gegeben. Oh. Ja, weil mein Controller wieder rumgespackt hat. Ja, und hinten hauen wir uns die Dinger selber rein. Also alleine das 1:0, dass Ishii da nicht in den Zweikampf reingeht. Der ist ja eigentlich schon beim Ball. Oder am Ball. Gut, und dann kriegen wir es nicht verteidigt. Und das zweite Tor genauso. Das ist auch einfach so dämlich verteidigt. Wir stehen einfach rum. Sehen aus wie Amateure. Und dann, ja, haben wir einen Rückschlag in der Europa League. Jetzt haben wir in Leverkusen das nächste Kracherspiel. Die haben wahrscheinlich die letzten 5 Spiele nicht verloren. Ja, so ist es. 4 Siege. Boniface, Güler natürlich. Rice in der Mitte, Fofana, Diomande. Duran auf der Bank, unter anderem Grimaldo, Cancelo, Oedegaard. Ja, leck mich am Arsch, ey. Jungs, am besten wir treten gar nicht an. Wobei, das ist auch die falsche Einstellung. Ja, wir schütteln uns jetzt kurz. Wir sind immer noch Fünfter. Wir stehen auch immer noch vor den Bayern. Also, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Irgendwas stimmt da nicht. Frankfurt immer noch mit 6 Punkten Vorsprung auf der 1. Also, wenn die Meister werden, das ist die Saison des Lebens für die Eintracht. Die haben noch kein Spiel verloren. Das wundert mich, dass wir uns ja eigentlich dann souverän gegen die im Pokal dann durchgesetzt haben. Wir spielen nach Leverkusen gegen Frankfurt und wieder zu Hause. Jetzt schauen wir nochmal kurz in der Europa League vorbei. Ich möchte auch da natürlich schauen, wie wir da stehen. Champions League, das Leipzig auf der 1, um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen, was für ein schlechtes Bild. So, wir sind auf Platz 17 abgerutscht. Haben 2 Punkte Vorsprung auf Newcastle, auf Galatasaray. Das ist jetzt, glaube ich, unser nächster Gegner. Oder das Linsk. Ich glaube Linsk und dann zum Abschluss zu Hause gegen Galatasaray. Also mit dem nächsten Spiel können wir eventuell die Playoffs, nee, da müssen wir halt aufwarten. Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel gucken. Also hier müssen wir wirklich von Spiel zu Spiel gucken, auch nach oben hin. Weiterhin nur 1 Punkt Rückstand. Hätten wir das gewonnen, hätten wir 12 Punkte. Wären auf Platz 6 wahrscheinlich oder 4. Ach Quatsch, 7 wahrscheinlich. Aber das hätte auch noch fürs direkte Weiterkommen gereicht. Naja, also viele, viele spannende Spiele noch. Wir haben jetzt Leverkusen. Ich gucke gerade mal hier auf den Kalender. Und dann haben wir ja auch bald schon Winterpause. Gut, 1 Million Budget. Das wird nur über Laien funktionieren. Ja, anders geht's nicht. Jetzt haben wir Leverkusen, Frankfurt, also 2 aus der oberen Tabellenhälfte. Dann haben wir Winterpause. Dann haben wir hier noch Union, Köln, Augsburg. Das sind eigentlich auch 3 Gegner. Da rechne ich mir jetzt spontan auch ein bisschen mehr aus. Linsk auch. Müssen wir gewinnen. Und zu Hause gegen Istanbul, wenn du dann da noch ein Remis holst. Und dann geht's gegen Dortmund und Leverkusen. Also ihr seht, Pokal kommt dann auch noch zwischendurch. Dann haben wir wieder eine Woche mit Bayern und Leipzig. Also es wird nicht langweilig. Sehr, sehr spannend. Jeder Monat hier, der bietet etwas. Was ist hier mit unserer Jugendabteilung? Wer ist da so der Nächste, den man hochziehen könnte? Ja, da kommt jetzt erstmal lange Zeit nichts. Armani vielleicht. Šerić, Horvath. Die müssen wir halt gegebenenfalls verleihen. Also dann in den nächsten Jahren oder das würde man dann machen. Aber nach dieser Saison ist Schluss bei Preußen Münster. Also nächstes Spiel. Topspiel in Leverkusen, hoffentlich wieder mit euch, dann hoffentlich mit einem besseren Ergebnis als in den letzten beiden Spielen. Macht's gut, ciao, ciao.